Das hier ist eine spiegellose Systemkamera. Diese Digitalkameras sind in den letzten Jahren besonders beliebt geworden, gerade auch deswegen, weil man eine Vielzahl an Objektiven daran nutzen kann. Wie das auch mit analogen Kameras funktioniert, zeige ich euch nach dem kurzen Intro. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Ich bringe euch hier jeden Freitag um 18 Uhr ein neues Video zum Thema. Zwischendurch gibt es aber auch immer mal ein paar Ausreißer. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, um keines dieser Videos zu verpassen. Heute sprechen wir über das Adaptieren von Objektiven an analogen Kameras. In der Regel sind die Kamerahersteller auch Objektivhersteller. Und natürlich haben die ein Interesse daran, dass man eben die eigenen Objektive nutzt und nicht die der Konkurrenz. Deswegen gibt es für die meisten Kamerasysteme von den meisten Herstellern auch eine eigene Reihe an Objektiven. Man kann mit dem entsprechenden Zubehör aber auch herstellerfremde Objektive an sehr vielen Kameras nutzen. Sowohl digital als auch analog mit Filmkameras. Alles, was man dabei beachten muss, ist das sogenannte Auflagemaß. Das Auflagemaß beschreibt die Distanz zwischen dem Bajonett der Kamera und eben der Ebene, in der der Sensor liegt, bzw. der Film. Betrachtet man Fotoapparate, wird man feststellen, dass es unterschiedliche Bauformen gibt. Bei Spiegelreflexkameras befindet sich zwischen der Filmebene und dem Bajonettanschluss für die Objektive der sogenannte Spiegelkasten, der das einfallende Licht über Spiegel in den Sucher reflektiert. Dieser Spiegelkasten braucht natürlich Platz und erhöht damit das Auflagemaß. Anders ist das bei einfachen Kameras wie solchen Messsucherkameras beispielsweise. Diese haben keinen Spiegelkasten, so dass die Distanz zwischen Filmlage und dem Bajonett für das Objektiv deutlich kürzer ist. Nimmt man jetzt ein solches Objektiv, das normalerweise an einer Spiegelreflexkamera wäre, und eine Kamera ohne Spiegelkasten, muss sich das Objektiv natürlich in der gleichen Distanz zum Film befinden, als wäre ein Spiegelkasten dazwischen, um das Bild überhaupt scharf abbilden zu können. Und genau da kommen die Adapter ins Spiel. Diese Objektivadapter haben jetzt zwei Bajonette. Einmal ein vorderes Bajonett, in das das Objektiv eingesetzt wird, und ein hinteres Bajonett, das man in die entsprechende Kamera einsetzen kann. Der Adapterring selbst wirkt dann als Distanzring, um eben die Differenz im Auflagemaß auszugleichen. Hat man also solche Objektive von Kameras, die ein besonders großes Auflagemaß haben, können diese ohne weitere Probleme dank eines einfachen Adapters eben auch an Kameras mit kürzerem Auflagemaß genutzt werden. In der Welt der Analogfotografie sind die Kameras mit dem geringsten Auflagemaß und wechselbaren Objektiven diese hier. Also eine Messsucherkamera, eine M, oder eben eine Sucherkamera wie diese Leica 3. Die Leica 3 hat ein Auflagemaß von 28,8 mm, also die Distanz zwischen Bajonett und der Filmebene sind 28,8 mm, und bei den M-Kameras sind es eben 27,8, 1 mm weniger. Der einfachste Adapter, den man sich denken kann, ist damit dieser hier. Das ist ein Adapter, der es einem erlaubt, M39 Objektive an einer Leica M-Kamera zu benutzen. M39 Objektive sind gerechnet für ein Auflagemaß, das eben 1 mm größer ist als bei den M-Objektiven, und dieser 1 mm wird hier über den dünnen Ring ausgeglichen. Man schraubt das ein und schon hat man ein M39 Objektiv mit einem M-Bajonett. Und in der Art sind einem relativ wenig Grenzen gesetzt. Man kann zum Beispiel auch ein M42 Objektiv nehmen. M42 hat ein Auflagemaß von 45,46 mm und das Ganze an M39 adaptieren. Man schraubt diesen Adapterring auf, dieser überbrückt dann die Distanz, die Differenz im Auflagemaß und kann dann einfach an die Kamera angeschraubt werden.
Jetzt ist es natürlich so, dass diese Spiegelreflexobjektive dafür gedacht sind, dass man über einen Sucher fokussiert. Und natürlich haben die keine Fokuskopplung für den Entfernungsmesser oder den Messsucher. Es empfiehlt sich also, das vor allem dann zu machen, wenn man Objektive nutzt, die weitwinklig sind und über eine Fokusskala verfügen, sodass man in Fokuszonen oder hyperfokal arbeiten kann. Da die Brennweite dann gegebenenfalls nicht mehr mit dem Sucher übereinstimmt, kann es erforderlich werden, dass man mit externen Suchern arbeitet. Aber ich glaube, das ist das geringste Problem. Und natürlich können auch hier so Nikon-Objektive oder ähnliches einfach adaptiert werden. Problematisch wird es aber, wenn man Objektive an seine Nikon adaptieren möchte. Mit 46 mm ist das Auflagenmaß von Nikon F-Kameras relativ groß und ich glaube, die 35 mm Spiegelreflexkameras werden dann nur noch vom Contax-N-System übertroffen. Infolgedessen kann man nicht ohne weiteres Objektive an seine Nikon F adaptieren, zumindest nicht, ohne an Funktionalität etwas einzubüßen. Nutzt man einen Adapter von beispielsweise M42 auf Nikon F, ist es möglich, ein Objektiv an die Kamera zu bringen. Allerdings fokussiert das dann nicht mehr auf unendlich, sondern erlaubt die Nutzung nur noch im Nahbereich. Das ist quasi so, als hätte man bei einer M42-Kamera einen Zwischenring dazwischen gesetzt. Möchte ich meine M42-Objektive für eine Landschaftsfotografie beispielsweise nutzen, fällt die Nikon F90X hier schon mal raus. Was ich mache, ist dann meine Dynax 5 rauszukramen. Mit 44,5 mm Auflagemaß ist das kürzer als das 46,46 mm Auflagemaß von M42, so dass ich die Objektive daran nutzen kann. Man muss aber trotzdem ein bisschen aufpassen, denn viele dieser Adapter sind nicht unbedingt hundertprozentig genau gearbeitet, so dass die Unendlichstellung gegebenenfalls nicht im Unendlichen scharf ist und man etwas kürzer fokussieren muss. Wenn die zu dick sind, hat man natürlich das Problem, dass man ebenfalls im Unendlichen nicht scharf wird. Man kann ein bisschen abblenden und in den meisten Fällen ist es damit dann auch schon getan. Wenn man offenblendig im Unendlichen mit einem zu dicken Adapter fotografieren möchte, kann es erforderlich werden, dass man den nachbearbeitet und einfach einen Millimeter, einen halben Millimeter oder so abschmiert. So, und das soll es dann heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Thema war interessant und ich bin mir sicher, es sind einige Fragen aufgekommen. Die kannst du gerne hier unten ins Kommentariat posten oder diskutieren mit uns weiter in der Community auf Facebook. Ansonsten sage ich danke fürs Liken, Teilen, Kommentieren. Vergesst nicht den Merchandise Store, den verlinke ich euch unten einmal in der Videobeschreibung, falls ihr auch Bock auf so T-Shirts habt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal oder dann am Montag in der Nachbesprechung. Ich danke fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen, Kommentieren. Ich habe schon wieder den Faden verloren, aber ich bin raus. Danke für alles. Ciao.